Know Your Food. Wir wollen die wichtigsten Fragen zu unserer vielfältigen Thematik im Detail noch ein bisschen besser beleuchten. Wir stehen für volle Transparenz. Los geht's! Wir werden seit längerem immer und immer wieder angesprochen, hey, kannst du bei uns investieren? Das war bisher leider nicht möglich von den Ticketgrössen. Ist aber etwas, was für mich persönlich immer eine Herzensangelegenheit war. Jetzt machen wir das möglich. Jetzt kann man in Local Fish investieren und ein Teil dieser Revolution werden. Wir sehen das Ganze als Ökosystem. Grundsätzlich ist für uns die Fischzucht, die wir hier gebaut haben, eine natürliche Fischzucht. Wir nehmen die Natur ins Gebäude und es technisch abbilden. Das heisst, wir verwenden alle Ressourcen, die in der Natur vorkommen, zurückgeben, umwälzen, sodass es dem Fisch optimal gut geht. Zum Beispiel, es gibt unser Regenwasser, das wir auf dem Dach sammeln, wird nicht einfach in die Kanalisation zurückgespissen, sondern wir das in der eigenen Kläranlage aufbereiten und direkt in die Fischanlage einbinden. Das heisst, wir brauchen sehr viel weniger Frischwasser direkt aus der Wasseraufbereitung der Gemeinde, sondern können natürliche Ressourcen, die sonst nur eingeleitet werden, direkt nutzen. Zudem nutzen wir die Solarenergie und unseren Strom fast ganz selber produzieren. Dazu kommt, dass wir unsere Energien wie Luft, Wasser, die wir brauchen, entsprechend nachhaltig einsetzen mit Rückgewinnungssystemen, dass auch da möglichst wenig Energie verloren geht. Das beste Beispiel für das ist unsere Verarbeitung, wo die Fische filetiert werden. Die benötigten Kühlräume produzieren auch Abwärme. Die Abwärme nutzen wir zum Nebenprodukt wie wertvolle Tiernahrung aufzubereiten, sodass auch diese Energie nicht verloren geht, sondern genutzt werden kann. Hier bei uns im House of Fish verwöhnen wir euch gerne auch mit Kulinarik und zeigen euch unsere Welt. Was bedeutet Fisch zu züchten? Was heisst verarbeiten? Wie machen wir Product Development? Was sind unsere Produktinnovationen? Und das Ganze mit einem feinen Tasting jederzeit bei uns möglich. Einfach melden. Unsere Produkte kommst du über unter www.localfish.ch und schon am nächsten Tag hast du unsere frischesten Produkte direkt bei dir daheim auf dem Teller. Es ist dahinter 12 Jahre harte Arbeit, Entwicklung, Forschung und ganz vieles anderes nötig gewesen. Viel Gespräch, viel Know-how, viel Lesen, herauszufinden und auch zu machen. Und nicht einfach nur irgendwie zu berechnen, sondern wirklich zu machen und zu schauen, was es wirklich dazu braucht. Und immer mit dem Vorbild die Natur zu haben, zu sagen, wie funktioniert es in der Natur, können wir denn das technisch abbilden, sind wir auch so gut und an was fehlt es und dass es auch effizient ist. Wir wollen die Natur nicht berauben, sondern wir wollen sie ergänzen für die Massen an Bevölkerung, die wir heute halt einfach haben. Und unsere Menschen so ernähren müssen. Das ist uns wichtig, neue Formen zu finden, wie wir die Natur eine Art maximieren können, dass sie auch der Anzahl Menschen auf unserem Planeten gerecht wird. Ganz wichtig für uns dort auch das Know-how der verschiedenen Gründer, die jeder dazu beigetragen hat, dass es ein ganzes Ökosystem auch wird. Angefangen hat es damit, dass wir grundsätzlich Fisch züchten wollten, um die Menschen in der Region mit nachhaltigem, gutem Protein zu versorgen. Wir haben dann gemerkt, als wir die Anlage hatten, dass wir gar keine Jungfische bekommen auf dem Markt, dass es das gar nicht gibt. Und aus dem See haben wir es auch nicht nehmen. Wir machen keinen Raubbau an der Natur. Also haben wir zuerst herausfinden, wie bringen wir das überhaupt an, Jungfisch zu züchten, indoor, so dass auch das für den Fisch ein natürlicher Prozess ist, wo er sich wohlfühlt. So hat die Geschichte nur von hinten angefangen und wir haben das Ganze von der Jungfischseite her nochmal neu aufgerollt. Nebendran haben wir verschiedene Anlagen gebaut und auch adaptiert auf andere Fischsorten. Durch das haben wir viele Learnings gemacht und heute können wir das Ganze noch viel energieeffizienter gestalten, dass unser Fisch heute auch CO2-neutral auf ihrem Teller landet.
In unserer Kreislaufanlage können wir keine Antibiotika einsetzen, weil Bakterien im biologischen Filter das Wasser aufbereiten und wir mit Antibiotika würden die Bakterien zerstören und so durch unser Aufbereitungssystem kaputt machen würden. Wir brauchen auch keine Antibiotika, weil unsere Fische von Anfang an gesund sind. In unserem Futter hat es kein Fischmehl von Beifang, weil im Fisch heute im Meer hat es so viel Schwermetall, das wäre nicht gut für unsere Fischqualität. Und das Zweite ist, wir wollen mit unserer Fischzucht die Wildbestände entlasten und nicht belasten. Um Tierwohl zu garantieren, müssen wir zuerst verstehen, welcher Fisch welches Bedürfnis hat und wie es ihm gut geht. In das haben wir 12 Jahre Forschung investiert und wissen heute, welche Beleuchtung, welches Futter, welche Dichte von Fisch pro Kubik Wasser es braucht, dass ein Fisch stressfrei ist. Wir sind ein Ökosystem und unser Fokus ist Zero Waste. Bedeutet, alle unsere Nebenprodukte werden verarbeitet. In diesem Fall produzieren wir selber hier in Rafts direkt Schweizer Premium Tierfutter. Das schmeckt nicht nur Natur, sondern auch unseren Fellfreunden. Lokaler Fisch ist mehr gefragt denn je. Das Konsumentenverhalten verändert sich signifikant. Der heutige Konsument möchte wirklich wissen, woher kommt denn sein Fisch? Wird er aus dem Mekong-Delta eingeflogen und mit einem Bio-Label versehen? Die Fake Foods oder Alternativen, wo man sagt, es ist Fischersatz, hat aber nur Proteine drin. Das, was man am meisten kauft, ist teures Wasser mit Gelatine versetzt und weiteren Zutaten. Das darf es nicht sein. Wir stehen für eine lokale Produktion und solche Gewohnheiten haben oder sollten keinen Platz mehr auf unserem Tisch finden. Nicht unser Geschmack und sollte auch nicht eurer sein. Aquakultur wird immer mehr zur Zukunft. 51% der Fische werden bereits heute in Aquakulturen gezüchtet, produziert, geerntet, wie man das beschreiben möchte. Die Weltmeere sind leer gefischt, sind verschmutzt. Raubbau an der Natur geht nicht mehr. Aber Aquakultur ist nicht gleich Aquakultur. Wir reden von einem geschlossenen Kreislauf, wo wir keinen Schadstoff drin haben, keine Antibiotika einsetzen, auf kleinster Fläche produzieren können, mit Abstand das effizienteste Monoprotein produzieren und unsere Umwelt nicht belastet.